Analavori im Hochland von Madagaskar. Wo früher ein Dorf war, ist heute eine Kleinstadt. Der Boden ist fruchtbar, trotzdem ist die Armut groß. Immer mehr Familien verlassen den Süden Madagaskars wegen anhaltender Dürren und ziehen in Richtung Norden. Zu viele Menschen, zu wenig Land und kaum Perspektiven. Männer wandern ab auf der Suche nach Arbeit, Frauen bleiben alleine mit ihren Kindern zurück. Fast 40% der Bevölkerung Madagaskars sind jünger als 15 Jahre. Für viele dieser Kinder und Jugendlichen bedeutet das Arbeiten statt Lernen. Bildung ist jedoch der einzige Weg aus der Armut. Hier im Lycée Catholique Montpera Michael Ranaivo, der Grund- und weiterführenden Schule von Analavori, wird dieser Kreislauf jeden Tag durchbrochen. An der Spitze eine starke Frau, Schwester Rolandine Rassafiarisoa. Sie besuchte einst selbst die Schule, der sie heute mit vorsteht. Notre lycée ici à Analavori, on est appelé surtout pour l'éducation des enfants et des jeunes. Wir sind hier in Analavori da für all die Kinder und Jugendlichen, die sonst keine Chance auf einen Schulbesuch hätten. Derzeit sind 2100 Schüler an unserem Lycée. Die Zahl schwankt immer ein wenig, weil viele Familien kommen und andere wieder gehen, je nachdem, ob sie hier Arbeit und ein Auskommen finden. Die Schule jedoch wächst stetig weiter. Immer mehr Kinder wollen hier lernen. Kindergarten und Vorschule möchten die Schwestern dringend erweitern. Die Diözese hält die Schulgebühren bewusst niedrig. Dennoch können nicht alle Eltern ihren Teil dazu beitragen. Der Staat? Abwesend. Das öffentliche Bildungssystem funktioniert kaum. Umso wichtiger ist das angeschlossene Mädcheninternat. Die Mädchen kommen aus ländlichen Gegenden, oft aus sehr armen Familien. Ohne die Schule würden viele früh verheiratet werden oder müssten arbeiten. Schwester Rolandine unterrichtet Religion, vom Kindergarten bis zu den Abschlussklassen. Bildung ist für sie mehr als Wissensvermittlung. Les gens comme l'éducation avec les sœurs, ils ont confiance. Die Menschen hier haben großes Vertrauen zu uns und zu dem, was wir tun. Zuallererst geht es natürlich um Allgemeinbildung, aber eben auch um praktisches Wissen, zum Beispiel in Informatik oder Elektrotechnik. Schließlich sollen unsere Schülerinnen und Schüler später einmal eine gute Arbeit finden oder vielleicht sogar studieren können. Die Schulgebühren sind günstiger als anderswo. Und trotzdem nehmen wir zusätzlich Kinder aus armen Familien auf, oft sogar ohne Schulgeld zu verlangen. So lautet eben unsere Berufung. Wir helfen besonders den Bedürftigen. Nous accueillons pas mal des enfants non scolarisés sans payer. C'est notre charisme. Neben Kindergarten, Schule und Internat sind die Schwestern auch als Seelsorgerinnen unterwegs. Zuhören ist Teil ihrer ganz konkreten Hilfe für die Menschen. Nous sommes 14 avec la postulante. Wir sind 14 Schwestern. Jede hat andere Aufgaben. Wir besuchen regelmäßig Familien, auch in entlegenen Dörfern, bereiten auf Sakramente vor und geben Schulungen, zum Beispiel zu Haushaltsführung oder zum Umgang mit Geld. Lange Zeit fehlte an der Schule in Analavori etwas Grundlegendes: Trinkwasser. Schüler und Lehrerinnen versorgten sich über den nahegelegenen Fluss. Allein im vergangenen Schuljahr erkranken gut 200 Mädchen und Jungen an Bilharziose, einer Wurminfektion durch verunreinigtes Wasser. Viele konnten wochenlang nicht zur Schule gehen. Mit Unterstützung von Mission München konnten nun ein Brunnen gebaut und Leitungen auf dem Schulgelände verlegt werden. Depuis quelques mois, depuis le mois de juillet. Seit einigen Monaten haben wir nun, dank der Hilfe von Missio, Zugang zu sauberem Wasser. Die Kinder können in der Schule trinken und sich nach dem Sportunterricht erfrischen. Für viele von ihnen ist es die einzige Möglichkeit, sich zu waschen. Sie sind jetzt viel gesünder und können regelmäßig zum Unterricht kommen. Dass wir jetzt Wasser haben, ist eine große Freude für uns alle hier. Ein großes, großes Dankeschön dafür. Doch ein Problem bleibt: die sanitären Anlagen. Die Toiletten sind einfache Grubenlatrinen, unhygienisch und besonders für Mädchen problematisch. Mit dem neuen Wasserzugang sollen nun moderne Toiletten gebaut werden. Auch das ist ein Menschenrecht. Surtout servir les pauvres pour nous,
c'est les éduquer comment. Den Armen zu dienen, das bedeutet für uns, ihnen dabei zu helfen, langfristig aus der Armut herauszukommen. Durch Bildung, durch unser Begleiten und Zuhören. Sie sollen befähigt werden, ihr Leben eines Tages selbst in die Hand zu nehmen. On accueille les non scolarisés pour que les enfants puissent avoir des notions comment gérer leur vie. Schwester Rolandine beweist, dass gute Bildung und Gesundheit ein Leben verändern in einem Land voller Herausforderungen.